Moin! Das hier ist ein Film über 15.000 Menschen. Das hier ist ein Film über die deutsche Minderheit in Dänemark. Das ist ein Film über uns. Warum dich das interessieren sollte? Na, wir gehen einfach mal davon aus, dass du ein interessierter Mensch bist, sonst wärst du nicht hier. Hier bist du richtig. Hier erfährst du, wer wir sind und warum es uns gibt. Wir leben auf jeden Fall im Süden von Dänemark, im Landesteil Nordschleswig. Auf den ersten Blick unterscheiden wir uns nicht von der dänischen Mehrheit. Du erkennst uns einfach daran, dass wir Deutsch sprechen. In der Familie, in der Schule, in Vereinen, auf Festen und Veranstaltungen. Aber natürlich färbt die dänische Sprache auf die Minderheitensprache ab. Und in manchen Situationen sprechen die Menschen auch einen wilden Mischmasch aus beiden Sprachen. Es gibt doch viele Worte und Redewendungen, die in Nordschleswig ganz anders klingen als in Deutschland. Zum Beispiel sagen wir zur Fußgängerzone Gehstraße und zum Gassigehen Hund lüften. Und wenn wir eine Katze streicheln und sie schnurrt genüsslich, dann sagen wir, die Katze spinnt. Das sind wörtliche Übersetzungen aus dem Dänischen. Wir sind gleichzeitig deutsch und dänisch. Wir sind eine familiäre Gemeinschaft und gleichzeitig modern und weltoffen. Wir haben deutsche Schultüten und dänische Abi-Mützen. Warum wir hier sind? Na, wir waren schon immer hier. Um zu verstehen, wie wir eine deutsche Minderheit in Dänemark wurden, müssen wir in die Vergangenheit reisen. Im Mittelalter gehörte der Süden von Dänemark und der Norden von Deutschland zum Herzogtum Schleswig. Die Menschen, die hier lebten, haben Deutsch, Dänisch, Friesisch und auch lokale Dialekte gesprochen, sich aber damals nicht als Deutsche oder Dänen definiert. Als die Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts anfingen, sich als Deutsche oder Dänen zu fühlen, löste das einen langen Konflikt aus. 1864 gab es einen Krieg zwischen einerseits den deutschen Staaten, Preußen und Österreich und andererseits Dänemark. Dänemark verlor den Krieg und die gesamte Region Schleswig wurde deutsch. Die deutsch-dänische Grenze verlief nun hier oben bei Kolding an der Königsau. Die offizielle Sprache in dieser Region wurde Deutsch. Aber die Menschen sprachen auch weiterhin Dänisch und lokale Dialekte wie Sønderjysk und Plattdeutsch und pflegten privat in den Familien und Vereinen deutsche und dänische Traditionen. In dieser Zeit hatten die Deutschen das Sagen. Doch nach dem Ersten Weltkrieg sah die Welt ganz anders aus. Deutschland hatte den Krieg verloren und unterschrieb den Versailler Friedensvertrag. Im Versailler Friedensvertrag ging es unter anderem darum, dass es in der Grenzregion eine Volksabstimmung geben sollte. 1920 durften die Menschen in Schleswig also darüber abstimmen, ob ihre Heimat zu Deutschland oder Dänemark gehören sollte. Nur ein Viertel der Bevölkerung in Nordschleswig stimmte Deutsch. Die Mehrheit stimmte dafür, dass die Region zu Dänemark gehören sollte. Und so wurde die deutsch-dänische Grenze 75 Kilometer nach Süden verschoben. Hier liegt sie auch noch heute. Aber auch Menschen, die sich deutsch fühlten und für Deutschland gestimmt hatten, wohnten nun in Dänemark. Stell dir vor, du gehst in Deutschland zu Bett und wachst in Dänemark auf. Die Grenzverschiebung 1920 führte also dazu, dass es eine deutsche Minderheit in Dänemark gibt. So wie es auch eine dänische Minderheit in Deutschland gibt. Die Minderheiten entstanden also, weil die Landesgrenze sich verschoben hat. Nicht, weil die Menschen umgezogen sind. Warum sind sie denn nicht nach Deutschland gezogen, wenn sie sich deutsch fühlten? Einige haben das gemacht, aber die meisten blieben in ihrer Heimat, wo ihre Familie und Freunde lebten, wo ihr Arbeitsplatz und ihr Zuhause waren. In den Jahren nach der Volksabstimmung 1920 arbeitete die deutsche Minderheit dafür, die Grenze nochmal zu verschieben und wieder ein Teil von Deutschland zu werden. Auch deswegen waren die ersten Jahrzehnte nach der Volksabstimmung leider nicht so harmonisch zwischen Minderheit und Mehrheit. Und jetzt zum dunkelsten Kapitel. Fast alle in der deutschen Minderheit sympathisierten vor und während des Zweiten Weltkriegs mit den Nationalsozialisten. Nach dem Krieg wurden deswegen Schulen und Versammlungsorte der Minderheit geschlossen, Organisationen aufgelöst und viele Angehörige der Minderheit für die Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzern bestraft. Für einige Jahre haben die meisten Mitglieder der Minderheit ihr Deutschsein am liebsten versteckt. Deutsche Traditionen feiern oder in der Öffentlichkeit Deutsch sprechen, das war nicht so einfach. Trafen sich früher deutsche und dänische Schulkinder, haben sie Beschimpfungen ausgetauscht und es kam auch zu Schlägereien. Doch je länger der zeitliche Abstand zum Krieg wurde, desto besser wurde das Verhältnis zwischen der Minderheit und der dänischen Mehrheitsbevölkerung. Mit der Zeit bekam die deutsche Minderheit immer mehr Rechte eingeräumt. Besonders wichtig waren die Bonn-Kopenhagener Erklärung von 1955. Darin erklärten sowohl Deutschland als auch Dänemark, dass die Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze vollwertige Staatsbürger sind und sie sich frei zu ihrer jeweiligen Zugehörigkeit bekennen dürfen. Die Mitglieder konnten ihre Sprache und Kultur frei leben. Viele Mitglieder der Minderheit haben es als Kinder und Jugendliche schwer gehabt, zu ihrer deutschen Identität zu stehen. Stolz sein auf deutsche Wurzeln? Schwierig.
Erst als Erwachsene ist vielen klar geworden, was für ein Mehrwert es ist, mit 2 Sprachen aufgewachsen zu sein. Heute positionieren wir uns als deutsche Minderheit ganz klar demokratisch und weltoffen. Wir setzen uns ehrlich und aktiv mit der Nazizeit auseinander und stehen dazu, dass unsere Vorfahren damals nicht korrekt gehandelt haben. Wusstest du, dass jeder 7. Mensch in Europa einer nationalen Minderheit angehört und eine regionale oder Minderheitensprache spricht? Das sind in einer normalen Schulklasse etwa 4 Schülerinnen und Schüler. Deswegen ist das Zusammenleben zwischen Minderheit und Mehrheit ein Thema, das nicht nur die Region Nordschleswig betrifft. Es geht uns alle etwas an. Wir sind 15.000 Menschen aus einer Gesamtbevölkerung in Nordschleswig von ca. 250.000. Heute ist das deutsch-dänische Grenzland in ganz Europa anerkannt als Musterbeispiel für friedliches Zusammenleben von Minderheit und Mehrheit. Weil wir uns gegenseitig respektieren, weil wir uns in grenzüberschreitender Zusammenarbeit engagieren und weil wir Brücken zwischen Menschen und Ländern bauen. Wir sind eine Besonderheit des Grenzlandes und ganz selbstverständlich Teil der dänischen Gesellschaft. Man kann wunderbar Fußball im dänischen Verein spielen und im deutschen Chor singen. Viele lesen morgens zum ersten Kaffee die deutschen Nachrichten und zum zweiten Kaffee die dänischen. Zu Weihnachten isst man traditionelles dänisches Weihnachtsessen, besucht aber nachmittags den deutschen Gottesdienst. Und wir haben sowohl dänische Freunde als auch Deutsche. Wir wechseln ganz selbstverständlich zwischen Deutsch und Dänisch auf dem gleichen Satz. Die Jugendlichen der Minderheit können nach ihrem Schulabschluss sowohl in Deutschland als auch in Dänemark eine Ausbildung machen oder studieren. Und durch ihre Zweisprachigkeit sind sie auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt, denn Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner für Dänemark. Am wichtigsten ist aber, dass die Minderheit und die Mehrheit heute friedlich zusammenleben. Und das soll auch nie wieder anders werden.